Ausgangspunkt der nächsten Tour ist ebenfalls Wolkenstein. Von hier ist die Überquerung des Pichadou-Klettersteiges geplant. Da der Steig hohe bergsteigerische Anforderungen stellt, sollen hier im örtlichen Bergführerbüro die Grundkenntnisse nochmal aufgefrischt werden. Natürlich bekommt man dort auch viele nützliche Informationen über den gegenwärtigen Zustand der Route. Geübt wird am Fuß des Langkofel. Bergführer Stefan erklärt der Gruppe unter anderem Gurt- und Knotentechnik für eine optimale Sicherung am Drahtseil. Durch einen Sackstich. Schaut einmal gut zu, wie ich das stecke. Die Enden schauen wir parallel zu lassen. Schön kurz. Jawohl, passt ganz genau. Und jetzt an den Enden schauen wir noch einmal einen Sackstich zu stecken. Wir schauen die Schlaufe circa die Länge unseres Armes zu halten und die Schlaufe hier ist wieder sehr kurz zu halten. So, jawohl. Die Schwänzchen, gell? Nicht zu kurz, lieber zu lang als zu kurz. Okay, hier schauen wir den Karabiner rein zu tun. Noch einmal richtig kurz anziehen. Okay, und wir sind eben bereit. Einen und hier an den anderen Schwanz das gleiche. Siehst du, das ist ein bisschen zu lang. Gell? Das müssen wir einfach schauen, viel, viel kürzer zu haben. Gell? Richtig kurz zum Klettergürtel. Okay. Okay, und jetzt schauen wir das da. Das ist ein bisschen kurz, gell, das Schwänzchen hier. Gell? Das schauen wir immer länger zu lassen. Und hier kann die Gefahr sein, dass durch Belastung das eben durchzieht. Gell? Also, jetzt probieren wir es dann ein bisschen länger. Dann kontrollieren wir es noch einmal. Ja, Armlänge. Immer sauber die Knoten. Jawohl, schön kurz da. Jawohl. Jawohl. Und jetzt machst du es noch schön eng da. Passt, ganz genau. So, seht ihr, gell? Wir hängen den Karabiner eben in unserem Seil ein, das wir hier als Klettersteig vorbereitet haben und klettern eben los. Gell? Schön langsam hochsteigen. So. So, jetzt sind wir an einer Zwischensicherung angelangt. Wie ihr seht, gell? Also nehmen wir unser anderes Schwänzchen her und hängen das ober der Sicherung ein. Hängen das untere aus und hängen es uns wieder seitlich am Gürtel an. Okay, so seht ihr, seid ihr immer gesichert während des Steigens, auch bei einer Zwischensicherung. Wenn wir aber, in dem Fall falsch, okay, gell, wir hier hochkommen und hier aushängen, seht ihr, in dem Moment seid ihr nicht gesichert. Okay, gell, und hier einhängt. Also immer mit zwei Schwänzchen, eins einhängen, das andere aushängen. So vorbereitet kann sich die Gruppe nun auf den Weg machen. Der beginnt auf einem der Parkplätze direkt an der Grödner-Joch-Straße. Der Klettersteig führt zur 2583 Meter hoch gelegenen Pichadou-Hütte. Von dort geht ein zweiter Steig durch das Val Cetus zurück zum Ausgangspunkt. 6 Uhr früh. Die Nordabbrüche der Sella-Gruppe fahren das erste Morgenlicht ein. Das ist der Eindruck, den die Bergsteiger schon auf dem Parkplatz bekommen. Auf dem ersten Wegstück kommen sie ohne Mühe voran. Doch dann der Hinweis, dass es bald schwieriger wird. Anseilpflicht auf dem Klettersteig. Bald darauf taucht die erste Steilwand auf. Sie gehört noch nicht zum eigentlichen Klettersteig, gibt aber einen guten Vorgeschmack. Die Blicke ins Tal werden seltener. Die Bergsteiger müssen sich konzentrieren.
Pichadou-Wasserfall kommt in Sicht. Jetzt weiß die Gruppe, dass es ernst wird. Der Einstieg steht unmittelbar bevor. Nur mit Mühe sind die Kletterer in der riesigen, zerklüfteten Felswand auszumachen. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind unverzichtbar auf der Tour, die jetzt kommt. Wer die beiden Eigenschaften nicht besitzt, sollte besser jetzt kehrt machen, bevor er sich und andere in ernsthafte Schwierigkeiten bringt. Die mit Leitern, Eisenbügeln und Drahtseilen gesicherten Steige erlauben zwar vielen Menschen den Aufstieg, aber sie verleiten wohl auch manch einen zu einem Bergabenteuer, dem er trotz dieser Steighilfen nicht gewachsen ist. ...400 Höhenmeter müssen die Bergsteiger auf dem Pichadou-Klettersteig überwinden. Das stellt hohe Anforderungen an die Kondition. Diese Anstrengung spürt sogar der Bergführer Franz, der die Gruppe durch die Steilwände führt. Und auch die übrigen stöhnen. Lederhandschuhe haben sich als wichtiger Schutz auf Klettersteigen bewährt. Denn trotz ständiger Kontrollen sind die Stahltrossen, an denen sich die Alpinisten hochziehen und halten, bisweilen beschädigt. Aufgespleiste Drahtenden können dann zu unangenehmen Verletzungen der Handflächen führen. An solch engen Stellen bestätigt sich, dass es richtig war, früh um 6 aufzubrechen. Der Pichadou-Klettersteig ist vor allem in den Sommermonaten sehr beliebt und wird natürlich viel begangen. Dann kommt es zu unangenehmen Staus, denn in der Seilschaft bestimmt der Langsamste das Tempo. Aus der Luft ist von Engpässen und Gedränge nichts zu sehen. Von hier oben wirkt die einzigartige Landschaft ursprünglich und unzerstörbar, obwohl sie das durch den stark anwachsenden Tourismus der vergangenen Jahre schon längst nicht mehr ist. Regionen, die jahrhundertelang unzugänglich waren, werden immer öfter zum Ziel menschlichen Freizeitvergnügens. Dazu tragen auch die vielen Klettersteige ihren Teil bei. Erst wenn man alles hinter sich hat, merkt man, warum der Steig als schwierig gilt.
Es kommt noch steiler. Wer dabei nicht mehr mitspielen will, hat jetzt unterhalb des Exner-Turms Gelegenheit, die Route zu ändern und über einen weniger ausgesetzten Pfad durch die Pichadou-Schlucht zur Hütte aufzusteigen. Wer sich aber entschließt, den regulären Weg fortzusetzen, für den beginnt das richtige Klettern. Wenn man nicht anstehen und warten muss, dann ist man auf dem Klettersteig etwa 2,5 Stunden unterwegs. Da ist die Eisenleiter kurz vor dem Ende der Tour schon eine willkommene Steighilfe. Jetzt gönnt sich manch einer schon wieder einen flüchtigen Blick auf die umstehenden Berggipfel, die den eigenen Standpunkt noch um einiges überragen. Der Ausstieg aus dem Klettersteig ist für den, der die Strecke nicht kennt, noch einmal überraschend. Die Pichadou-Hütte steht nämlich auf einem separaten Felssockel, durch eine schmale, aber sehr tiefe Schlucht vom Steig getrennt. Nur eine wackelige Hängebrücke führt zum ersehnten Ziel. Beherzt hangeln sich die Kletterer hinüber. In der Pichadou-Hütte können sie sich erst einmal erholen. Nach einer ausgiebigen Rast folgt der Abstieg durch das Val Cetus zurück zum Ausgangspunkt der Tour. Am Nachmittag ist eines der spannendsten Bergabenteuer, die das Grödnertal zu bieten hat, beendet.